Morgens um 8, die Sonne lacht. Herrliches Wetter wieder, blauer Himmel, keine Wolke. Gibt doch schlimmere Momente, den Tag anzufangen. Endziel heute ist im Prinzip Finnland. Ich werde nach Umeå fahren, zu sehen, dass ich die Fähre bekomme. Und dann gegen 23 Uhr bin ich dann drüben in Finnland. Muss ich mir dann halt noch schnell einen Schlafplatz suchen. Mal gucken, wie das wird. Here we go. One step at a time, don't be living on the line. I don't need a friend, I got more than on the mind. Sunshine in my brain, making everyone complain. Radio in the heart, don't be being so strange. Think I'm losing it, baby, where have you been? Everybody says that you're moving again. I don't wanna be right, baby, every single night. And I can tell you a thing about taking your time. It's making me nervous, yeah. One step at a time, don't be living on the line. I don't need a friend, I got more than on my mind. Sunshine in my brain, making everyone complain. Radio in my heart, don't be being so strange. Think I'm losing it, baby, where have you been? Everybody says that you're moving again. I don't wanna be right, baby, every single night. And I can tell you a thing about taking your time. It's making me nervous, yeah. Heute ist wieder so ein Tag, wo ich nicht vorwärts komme, weil ich ständig die Kameras wechseln muss. Ist aber auch eine Aussicht hier zum Heulen, echt. Das nicht genial ist. Oh, das war jetzt mal eine lustige Pause. Ich habe ein bisschen auf der Karte geguckt, wo ich lang will. Mit dem Navi verglichen und dabei ist mir der Stift aus dem Tankrucksack rausgefallen. Ich habe es nur klappern hören. Hier ist er rausgefallen und ich habe jetzt bestimmt 5 Minuten gesucht und habe ihn jetzt gefunden. Nämlich hier. So, wenn man mitten in der Einöde in Schweden ein Wohnmobil sieht, was ein Potsdamer Nummernschild hat, also quasi aus meiner Heimatumgebung, dann kann man auch mal anhalten und kurz miteinander reden. Willst du mitkommen? Und da kam dann die Straße, die mich überfordert hat. Es sieht auf den Videos relativ harmlos aus, aber ihr könnt mir glauben, die Straße hat es echt in sich gehabt und deswegen habe ich dann beschlossen umzudrehen. Und dann kam, was kommen musste. Nun ist es passiert. Auweia. Ich wollte eigentlich umdrehen, weil mir der Weg hier doch ein bisschen zu heftig ist. Er ist sehr weich, sehr nasser, starker Schotter und Sand. Und mit dem ganzen Gepäck bin ich nur am Wackeln die ganze Zeit. Ja, wollte ich halt umdrehen. Beim Umdrehen bin ich wirklich in dem weichen Sand versunken mit meinem Fuß und umgefallen. Jetzt habe ich gerade ein paar Mal versucht, das aufzuheben. Das geht nicht so ohne weiteres, weil der Sand so weich ist, dass ich immer wegrutsche. Jetzt probiere ich es noch ein paar Mal. Wenn es nicht klappt, dann muss ich halt abpacken. So viel zum Thema, was passiert, wenn man alleine ist und umkippt. Also, selbst ist der Mann. Und los geht's.
Ist alles eine Frage des sicheren Standes. So, jetzt mache ich kurz ein Päuschen. Ich stehe hier gerade so schön. Ist doch gemütlich hier. Ist doch cool hier. Mir gefällt's. When it's done, believe that I will yell it from that mountain high. I was born free. I was born free. I was born free. So, nach der Schinderei habe ich erstmal eine Mittagspause verdient. Einen wunderschönen See, herrlich hier. Nachdem ich gerade die Maschine aufgehoben habe und da wieder rausgefahren bin, die Rausfahrt aus diesem Stück, dieses Stück Strecke zur richtigen Straße hin, war sowas von abenteuerlich. Mein Lenker ist nur hin und her gegangen die ganze Zeit. Ich habe die ganze Zeit Gas gegeben wie ein Wilder, weil ich weiß inzwischen, wenn man aufhört Gas zu geben, dann gräbt sich das Vorderrad ein und dann ist man, im schlimmsten Fall fliegt man ab. Und deswegen immer Gas geben. Und ich sage euch, das ist echt nicht einfach, weil ich hatte sowieso schon Schiss. Also kann ich ruhig offen sagen. Ich hatte gerade echt die Buchsen voll. Du musst aber da durch. Wenn du stehen bleibst, kann es sein, dass du nicht mehr weiterkommst. Wenn du langsamer wirst, kann es sein, dass du abfällst. Also Gas geben, weitermachen. Und das war gerade so heftig. Ich habe inzwischen ordentlich was dazugelernt auf jeden Fall. Vor 3-4 Jahren, als ich angefangen habe, Offroad zu fahren, hätte ich definitiv das Gas weggenommen und wäre irgendwo im Straßengraben gelandet. Von daher ist das schon richtig gut. Also ich bin echt stolz auf mich. Ich bin auch stolz darauf, dass ich das abgebrochen habe mit dieser Straße, denn das wäre echt über mein Limit gegangen. Die Straße geht so bestimmt 10 Kilometer in diesem Stil, vermutlich. Und das hätte ich nicht gepackt. Also von der Fitness her und nee, nicht mit einer vollgeladenen Maschine. Das muss nicht sein. Und das macht dann auch keinen Spaß mehr. Also abbrechen, umdrehen, fallen lassen, aufheben, wieder zurückfahren. Und jetzt gibt es erstmal was zu essen. Kackerbrot und Salami. Lecker, lecker. Ich habe so das Gefühl, dass der Koffer, dass die rechte Kofferhalterung allmählich nachgibt. Ist auch nicht mehr ganz gerade. Ich weiß auch nicht, ob das schon immer so gewackelt hat. Beobachten, weiterfahren. Wenn man mal anhält, hat man nichts außer Wind in den Bäumen. Das ist so schön, das ist so schön. Das ist entspannend. Tous les gens
Le bonheur tout le monde, ça continue la frontière va tomber en dépression. Why? Yeah, yeah, yeah. Rasta. Fire. Yeah. Yes. Oh, blazing fire. Oh, fire, Tata. Oh, blazing fire. Yeah, yeah. Oh, blazing. Yes. Die ökologische Alternative für alle Bettmesser. Hier gibt es Bettmesssand. Auch im 10 Kilo Pack. Ja, lustige Situation hier. Die Dame, die da gerade was aufhebt, die steigt hier aus einer Corvette aus. Und eine Corvette ist ein relativ teures Auto. Aber der Fahrer kann sich offensichtlich nur Radkappen leisten und keine Alufelgen. Und die hat er gerade verloren. Und mir sind Leute sowieso lieber, die sich auch den Sprit für einen richtigen V8 leisten können. Ich bin jetzt in Umea. Ich war doch noch ein bisschen früh dran, 2,5 Stunden zu früh. Und jetzt habe ich noch über eine halbe Stunde. War gerade ein bisschen im Stadtzentrum, mal gucken. Das muss eine Studentenstadt sein. Also was hier so an jungen Gemüse rumspringt. Ja. Viele junge Damen auf dem Roller unterwegs. Echt hübsch anzusehen. Also wer stark auf der Suche ist, der sollte mal hierher kommen. Ich glaube, hier finden wir was. Ich war einkaufen, ich habe mir eine lokale Köstlichkeit gekauft. Und die werde ich jetzt vertilgen und mir dabei solche Autos angucken. So, Reihe 7 hinter einem LKW, na toll. Das ist auch so eine komische Sache mit den Fähren. Bei manchen Fähren kannst du als Erster reinfahren, bei manchen fährst du als Letzter rein. Jetzt sind erstmal alle PKWs weg, hier stehen noch 2 LKWs rum und ich. Also werde ich wahrscheinlich der Letzte sein, Alter. Was der nette Mann hier versucht hat mir zu sagen ist, als Motorradfahrer darf man sich selber um die Verzurrung kümmern. Auch das ist auf allen möglichen Fähren unterschiedlich. Es gab schon Fähren, da wurde das Motorrad komplett von der Mannschaft verzurrt. Und manchmal muss man es halt selber machen. Das Ganze hat natürlich dann auch den Nachteil, dass man dann irgendwann der Letzte auf dem Deck ist, weil die ganzen Autofahrer natürlich nach oben rennen und sich die guten Plätze sichern. Und man steht halt da und arbeitet noch an seinem Motorrad. Damit mir keiner die dreckige Wäsche klaut. Schnell noch abschließen. So, das war's. Ready for shipping, ihr Matrosen. 5A3 AB. Jetzt finde ich das nie wieder. Sieht aus, als wäre ich geschafft. Bin ich auch. Ich glaube, das ist Sonnenbrand.
Sonnenbrand auf der Nase, auf den Wangen. So, ich bin auf der Fähre. Jetzt habe ich 5 lange Stunden vor mir in meinen Motorradstiefeln. Das wird einen Spaß machen. Wenigstens kann ich hier meine Sachen aufladen. Immer positiv denken. Herrar, Gårdens Fond, Triostad, underhåller er i baren på däck 8. Välkomna med på en dans och lyssna på bra musik. Und das Runterfahren von der Fähre habe ich dann mal in die nächste Folge gepackt. Und am nächsten Tag gehe ich dann einkaufen und es wird sehr, sehr nass den ganzen Tag lang.